Fortnite Battle Royale mit Keyboard und Maus, Duos mit Black. Das sagst du, hallo? Wohin? Gut, okay. Ich glaube, wir sind auf PC-Servern. Ja, mit mir leckt es auf sich gerade ein bisschen. Hier jobbt ein Jeep jobbt. Ich habe Minis. Sorry. Ich höre, bei mir ist jemand. Ich spring runter, ich muss zu dir kommen. Wir sind hinten auf dem anderen Dach. Kein Schild. Lass pushen. Er ist low. Ja, Digga, nice! Cool, du pusht doch nicht mit, ne? Der piekt nicht. Er baut hoch, Da ist er, low. 50 HP, also 50 Schild. Ja, das ist nicht schlimm. Das ist nicht ein erstes Game. Er kommt, er pusht. Er pusht dich. Er pusht dich. Schaffst du? Nice! Oha! Digga, ich bin HP. Lass mich schnell, ich hab 20 HP. 16, 14! Dankeschön. Klar. Ich geb dir auch Minis, wenn du willst. Ich hab Minis für dich. Leute, sorry. Mach ich mit Absicht. Ja, easy. Habt ihr gerade gesehen, Leute? Ich habe die beide zerfegt. Kein Spaß. Ja, ne? So richtig auseinandergenommen. Digga, die haben keine Ehre mehr. Bruder, meine DPI ist auf 2700. What the fuck? Naja, ich nehme gleich welche. Ich muss gerade erstmal hier diese Chest nehmen, wenn hier eine ist. Ja, ne? So richtig die Ehre. Easy Clap. Er hat die Wand zerstört und dann habe ich ihn gekillt. Easy. Jeder hat's doch gesehen. Mein ganzer Stream hat's gesehen. Kappa. Naja, dann. Hallo? Nein, du willst ja nicht hier warten. Digga, guck mir meine DPI an. Ich habe 2700 DPI. Ich hab Stinkgranaten. Sind wir so? Oha.
Junge, mein DPI ist so scheiße hoch, ne? Oh, eine Vending Machine. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch nennt. Muss ich mir das hier nehmen? Nein, das ist so ein... wie heißt es? Da kannst du die Sachen für frei rausholen, ohne etwas zu bezahlen. Hier kriegst du einfach so eine Waffe. Ja, genau das. So ein Automat da. Ich heile mich gerade mit Bandys. Wieso? Was macht das für einen Sinn? Wir sind doch in der Zone. Hast du schon eine Shoddy? Wenn nicht, das ist ein Tag. Okay, gut, wollte nur sagen. Ja, ich komme gleich. Ich gucke gerade, ob alles schon gelootet ist oder ob hier noch was ist für mich. Ich werde mir bald eine Facecam holen, aber statt mit Facecam zu machen, das mache ich. Eine scheiß Mauscam. Keybord und Mauscam. Ja. Ja, ich bin Engländer. Oh, jetzt ein Chest. Aber na geil. Easy. Eine Diegel für dich. Ich gönn mir gerade ein Lagerfeuer. Nee, ich hab schon. Also ich hab eine Stinkgranatenbau gekriegt, aber okay. Und dann kriegen dann die kleinen richtigen Scheißspieler, zum Beispiel wie ich, ne, die kriegen den richtigen Schwitzer. Rifte mal. Komm, das riften. Was darf man gehen? Sind wahrscheinlich Leute pleasant, bin mir sicher. 1000. Ja, Leute hinten. Da, ich pinge. Guck mal, ich treffe irgendeinen. Ich höre Leute. Ich hab da oben auf dem Berg sind Leute.
einer, ich will einen Tag. Diese Schilder. Hab einen Tag 20. Ja, ein Hit. Lass mal pushen oder so. Ja, du hattest recht, dass wir gesniped werden. Lass die mal pushen oder so. Lass die mal pushen. Mich will keiner sehen. Mich will keiner sehen. Ich war gerade im Busch. Ich sehe die. Hey, wie hat er mich getroffen? Was soll ich jetzt machen? Ich habe bestimmt Granaten. Oh, ich bin runtergefallen. Ich auch nicht. Was sind die denn? Weißt du, diese... Gepinkt. What the fuck? Nee, what the fuck? Ich hab ein Schild für dich. Ein Wegschild. Wir müssen laufen. Da unten ist ein Schlürp. Ja, aber hört schon sagen. Ich brauche ihn. Truhe. Mir egal, ich hol die Truhe. Du kleiner. Das ist Highground. Da sind da nicht mehr. Nein, wo? Ja. 125 Metern. Schnell, 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 schnell. Die pushen sonst. Kaputt. Da kommt eine Rakete! Ja.
mit. Ich gehe hier rein. Ich mach rein. Denken die sich so, her? Wo ist der? Ich kommt eine Rakete, ich sehe es kommen. Ja, ne? Die ballern gerade jemand anders ab. Mach doch. Oh, pass auf, dass du nicht gesniped bist. War nicht mit Absicht. Ja, jetzt mit mir verfolgt. Nicht dahin, das High Ground. Nein, das ist nicht High Ground, das ist nicht High Ground. Das sind Leute. Ich habe aber keine Mats. Danke. Die kommen. Ich habe jetzt noch 30, 58. Ehrenmann. Oh mein Gott. Nein, alles gut. Ich habe noch ein Campfeuer. Darum sind die Leute. Ja, bau noch mal nach. Ja, die pushen. Die sind es nicht. Ich muss editieren woanders hinpacken. Das fuckt mich gerade richtig ab. Wir müssen gehen. Einschalten. Hier unten hin. Ehrenmann. Angst. Das ist mein erstes Fortnite. Mein erster Fortnite, wenn ein Spaß. Nein, lass es. Editier nicht. Ja. Scheiße, Digga. Oh, fuck. Oh mein Gott! Nein! Halt ich. Hier, nimm du dann die. Ich kann nicht equippen, Bin tot. Was ist das für eine Scheiße? Ich drück die ganze Zeit Q und mein Bildmenü geht nicht. Oh, das war's. Schaffst du das noch? Ich hatte ein Campfire. Oh Gott, noch 2 Leute. Jetzt war's.
Lass mal Schwertkampf spielen, das ist einfach zu gewinnen. Das Schwertkampf. Was ist? Ja, schön. Ich bin nicht gut. Einen Tag. Nein. Nein, nein. 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 Hä? G nicht mal editieren haben. Da. Was mache ich? G ist bei mir editieren, da habe ich keinen Bock drauf. Nein, nein, nein. Das ist jetzt wirklich mal Schwertkampf, weil das ist echt gut. Cool, hier ist ein Minigame. Hier ist ein Minigame. Das ist voll geil. And guess what? I've got great news for you. We have one of the most talented, handsome, well-spoken, loved, positive people I've ever met in Sundown, and Dr. Lupo. Thank you so much for that, Jack. Honestly think that's the most genuine and heartwarming thing that you would challenge me to find any drip of sarcasm in that. But I am joined here by Dr. Lupo, and we're about to get you into the final moments of the European region for the Fortnite World Cup online open qualifiers. I mean, it's been absurd so far. The only time I think I could get Jack to say anything positive about me is if I covered my body in chicken parmesan, but we do have games ready to go. We're going to knock Europe out of the park. Hopefully we got some shenanigans from them. It's been good games already so far today. This is the last week of solo qualifiers, which means the pressure is high. The tension, it's insane. Because if you're not going to make Hawkers, was? Hawkers hat sich qualifiziert? Niemals. Yeah, this is it for the first Fortnite World Cup, and now you can see Hawkers, the player who everyone thought, oh yeah, he's gonna qualify. Well, now we're here. Sekunde, ich muss kurz da reingehen. Left in the region. So, Mongrel has been seen as one of the top performers in Europe. Nein, ich will sehen. If not the entire world since ich guck das the World erst. Cup began. Is there, if you had to pick 3 things from his playstyle Sundown, I know you watch so much competitive Fortnite. What would you say the 3 most important things that he does as a player? What are they? The 3 most important things he done are, 1, when he looks to go aggressive, how he shoots first. Like, yes, we talk about how good he is at building, but that's because he puts himself in the position. Aber ich will das gucken. Fick dich. Mach ich doch, es lädt gerade für Updates. Whether I need to cover myself from them or whether I need to go aggressive. Love to see it. Appreciate your insight on that. That's why we keep you around. Plus the
luscious locks of hair, obviously. Ja. Easy. Lecker Schmecker. Digga, ich hätte mir erst einen PC gekauft. Ne, eine neue PS4. Einen Fernseher, so aussieht wie mein Bruders Fernseher, den ich jetzt als Monitor benutze. Die Keyboard und Maus würde ich nicht kaufen. Die sind beide geil. Die will ich behalten. Ehre, Digga. Und ein Gaming-Stuhl. Ich spiele das Minigame, ist mal vor Bug. Ist mal vor Bug. Jetzt war ich gerade beim Boss. Ui. Ja, hi. Fick dich. Boss. Ich war mal im Boss. Ja, das weiß ich ja schon. Warum? Ich habe jetzt gerade 3000 Punkte. Schon Gruppenkeile? Nein. Na klar, ich schock's die ganze Zeit. Nee, wirklich. Lass mir grad ein Kaugummi rein. Ich hör den Stream. Ich höre den Stream sogar. Oha. Ehre. Na, er und die neue Sturmgranate. Kriegt man nicht. Nein, wirklich. Kriegt man wirklich nicht. Nein, in dem neuen kriegt man wirklich ganz schon. Okay. Ich bin leise, aber stimmt wirklich. Erstmal eine Shotgun, Alter. Ich habe keine. Nichts. Nee. Laberscheiße.
Ja, goldene Vending Machine. Fick dich, ich hab sie schon längst. Mhm. Und ich habe noch eine Kombi. Ich habe eine Combat Shotgun. Ich hacke. Ja. Ja. Ich habe auch eine. Bruh. Digga, wo bist denn du? Ach, du bist in der Zone? Fick dein Leben. Afrika. Was? Wieso? Warum? Was versteckst du denn da, hä? Okay. Komm halt, wehe, du kommst, Lord. Hä? Jetzt sollst du Shifty kommen. Hi. Hi, wie geht's? Da, wie geht's? Hi. Behinderung? Habe ich nicht. Ich habe nur eine blaue. Ja, Ehre, machst du sowieso nicht, aber gut. Mhm. Und wahrscheinlich eine Minigun oder so. Mhm. Sag ich doch. Ja, aber eine fucking blaue. Doch hast du. Ich habe eine lilane Combat Shotgun für dich. Und dann hast du gesagt, guck da rein. Ja. Eigentlich hast du mich nicht verarscht, weil. Ich hasse nicht Tim. Ich bin aber nicht Marvin und ich heiße nicht Tim. Inkorrekt. Nein. Sag ich nicht. Was soll ich das sagen? Willst du meinen Namen klauen oder was? Haram, warum? Ja. Siehst du mich? Siehst du mich, Black? Guck mal hier hin. Hier oben. Fick dich. Oh, da ist noch ein Chest. Nen Chuggy? Komm hier hin, ich hab einen Chug für dich. Ich stehe hier und warte auf dich. Kommst du jetzt nicht hier hin? Trink ich ihn.
Ich habe 1 HP weniger. Ne. Ach wirklich. Soll ich mal sagen, wie es mir einfach gar nicht juckt? Guck mich mal an. Lecker. Für 28 HP laufe ich erstmal ein scheiß Biggie. Hättest du aufgepasst, hättest du jetzt eine Heavy Sniper, aber. Du hättest aufpassen sollen, da war eine Heavy Sniper drin. Muss ich die Heavy Sniper sehen in meiner Hand? Wer? Guck mal. Heavy Sniper. Ich wurde mega gerade zerfickt, aber ich hoffe, du stirbst im echten Leben. Das ist nicht so mein Spaß. Gleichholzland. Hä? Afrika. Aha! Nein, meine Scar! Nein! Ah, oh, fuck, nein, bitte nicht. Kleiner Wichser, auf Snipen. Ja, Mann, ist das da. Oh, ich hab doch eine Scar, geil. Bruder, ich muss ja woanders ein paar. Du bist denn was? Ist abgeschossen. Oh Mann! Das sind solche Schwitzis, ne? Die schwitzen die ganze Scheiße hier voll.
Nicht du, sondern jemand anders. Nicht du, nicht du, nicht du. Peach! Mann! Ich will Kills haben. Ich hab nur einen scheiß Kill. So. Fick dich, Bitch! Ich bin durch deine Wand gefaced. Und ein Afrikaner gespendet. Nein! Was? Bund! Hellwette! Acht. Ich hab. Da war so ein Typ, der hat die ganze Zeit versucht mit dieser neuen Tech AR auf Leute zu schießen. Was mache ich? Ich stelle mich neben den, nimm mal einen Sniper raus und baller den rein. Alter. Wo ist der? Wer hat hier eine scheiß Sturmgranate geworfen? Ehre! Nein, weil die sind Afrikaner, aber... Oh, du warst der letzte Kill! Du warst der letzte Kill! Sekunde, ich hol mir gerade was zu trinken. Oh. Ja, sollst du doch hören. Das ist deine Mutter. Sorry, deine Mutter war gerade bei mir im Zimmer. Natürlich. Nein, ich bin gerade nach draußen gelaufen und habe mir ein kaltes Wasser geholt. Nein! 2800 Punkte! Oh.
Dafür kriegt man Geld, ne? Nutzt deine Info. Wenn du das Level durch... Nein! Nee, gerade nicht. Ich muss gerade diesen Typen hier noch killen. Ja! Die Tomaten sind die besten. Scheißburger. Bin tot. Oder halt auch nicht. Was ist? $13.000 Punkte. Wirklich? Ich will sehen. Nein! Hacker. Du bist. Du. Wo du ein Hacker bist. Du bist so schlecht, deswegen musst du ja hacken. Spaß. Kreativ? Okay, ich mach mal eine Death Run Map. Nein, ich mach eine Death Run Map. Ich möchte aber eine Death Run machen. Mit Keyboard und Maus. Laden halt die Fresse. Nein, fick dich. Fick dich. Ich hab zwar Eier, aber ich will nicht gegen dich spielen. Weil ich nicht will. Weil ich seit gestern erst mit Tastatur spiele. Nein. Ich mache einen Death Run. Machst du mit oder was? Bauen an deiner Map oder so, keine Ahnung. Ja. Wieso nicht? Oh fuck. Ich bin gestorben. Ah, ich bin ein Bot. Ich bin einfach ein Bot, das ist halt normal. Ich muss einfach durchlaufen. Zurück zum kreativsten Zoom. Oh, nee. Oh, Mann. Nee. Oh. Oh. Gut. Easy Trap Bait. Trap an der Wand! Oh mein Gott! Ja, werde ich jetzt aber definitiv durchlaufen. Easy.
Wie ein Mädchen schreien. Ah! Du kleiner Wichser, wolltest mich gerade töten. Karma! 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 Nein, ich bin nicht ge... Wieso sprinte ich nicht? Nein, was? Okay. Ah, bist du nicht. Wie funktioniert die A-Taste nicht? Oh shit, Alter. Wissen was? Ich gehe die ganze Zeit zurück zum Kreativzentrum. Mir egal. Ich mach die scheiß Level durch. Auch wenn es bedeutet, dass ich hier die ganze Nacht sitze. Dann quitte doch. Ja, schön. Aber kein Bauwürmern. Das raste ich aus. Weil ich nicht mit Keybord und Maus bauen kann. Lass Skywars hier. Hier machen wir einen One-One. Genau hier. In dieser Map. Doch, fick dich. Komm jetzt hin. Ne. Dann mache ich ein anderes davon. Ist mir scheißegal. Ich mache jetzt ein anderes Left Run. Ich bin sowieso scheiße, egal was. The fuck? Ich bin gestorben. Ich lege dich lahm! Wie soll man das denn machen? Beide Eisstraps auf einmal.
Skywars. Okay. Kommst jetzt oder? Ne, dann fange ich auch nicht an. Skywars. Nein. Jetzt werde ich mich starten. Nein, es ist nicht. Weil du Y, X und sowas erst klicken musst und meine Finger sind nicht so groß. Ich kann das ja noch üben. Ich weiß, ich kann das schwimmen und ich habe das schon gespielt. Ich weiß, was man bauen kann. Ich bin grün. Jetzt gerade zu meinem anderen. Oha. Warum willst du zu mir kommen? Ich bin sowieso schlecht. Komm mal los. Wo bist denn du? Bist du Mitte? Das Gefühl, du bist Mitte. Ich bin nicht Mitte. Wieso sollte ich Mitte sein? Was? Ich bin noch nicht in der Mitte. Bin ich? Keine Ahnung. Was mache ich denn? Fuck dich. Oh oh. Hab ich gesehen. Was? Meinst du, dass ich scheiße bin oder was? Hit. Ich nicht. Nein, weil ich scheiße bin. Guck. Weil ich scheiße bin. Ich muss das Spiel beenden. Zentrum.
eine Map, wo wir drauf battlen können. Ja, kann ich ja nicht. Ich bin ja scheiße im Baum. Ja, weil ich auf Keyboard und Maus bin. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe eine Map, die ich jetzt eingebe. Kennst du wahrscheinlich auch. Ja. Scheiß drauf. Ich muss sowieso scheiße, aber Infection. Ja, Mann. Ich habe ja 2 Hotkeys bei mir in der Maus. Die kann ich halt benutzen. Ich mache halt immer Treppe, Wand, Treppe, Wand. Was ist? Ich will ja auf Keyboard umsteigen, deswegen. Johnst du? Okay, hast schon gejobbt. 2, 1. Was denn? Okay. Oha, Digga, lol. Oh, Digga, du bist so ein Hurensohn. Ne, Digga, ich kann nicht. Was? Ich lauf die ganze Zeit nach rechts. What the fuck? Warum laufe ich die ganze Zeit nach rechts? Oh. Ach, mein D ist gerade ein bisschen. Nächster Versuch lang. Hä? Ich war nicht mehr in der Trap drin. Oh, fick dich. Guck dir es an, du laserst! Oh, deswegen habe ich keinen Bock auf diese Scheiße. Nein, du hast ja, du spielst mit Controller. Du hast immer Aim Assist. Kein Wunder. Lol. Hä? Ich fick dich gleich. Infanterie. Man hat immer mehr. Ja, ja, aber gut. Hab ich nicht. Hab ich nicht. Ich hab nicht. Ich hab wirklich nicht runtergeschossen. Ich hab nicht runtergeschossen. Hab ich wirklich nicht. Die heilige Mutter. Wieso kriegst du die ganze Zeit Kills? Natürlich, weil man auf PS4 hacken kann, ne? Ah ja, das, du kannst hacken. Ja.
Sekunde, ich muss ja was machen. Nein, hab ich nicht. Guck, du Lasers, ich hab keinen Bock mehr. Ne. Was? Ich kann nicht bauen. Komm doch her. Nein, Spaß, ich auch. Was ist ehrenlos? Ja, jetzt lässt du mich nicht mal pickaxen, ha? Guck, er pickaxt jetzt nicht mehr. Bist du ein Hurensohn? Fick dich. Ich sag doch, ich kann nichts. Ich kann doch sowieso nichts. Nein, war es nicht. Ich kann, wenn nur ein Treppen bauen, das ist alles. Hä? Nicht mal in der Nähe von einer Trap und ich werd gekillt. Moin, genau. Und du sagst auch noch gerade eben, dass es einfach ein Glitch ist, aber gut. Oh mein Gott, was habe ich für geile Sachen. Ja, moin. Ja, nicht runterschießen, was machst du? Runterschießen. Ja, fick deine Mutter. Ja, guck, da ist er wieder am Chestpickaxen. Du warst Killer. Deswegen. Das kann sowieso nichts. Das ist mega egal, genau, hast recht. Mega egal. Ich muss gerade mal Editieren umstellen. Du verarschst mich gerade, oder? Hui, 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 hui. Oh. Oh nein! Ich war auf K, ich habe mein Editieren umgestellt auf F, deswegen. Ich war Keyboard! Jetzt kann ich zum Zwischen Broadcast Gameplay. Bruder, mein Internet fuckt gerade richtig ab. Das ist ein goldenes Scar, ha? Aber ich lagge. Ich lagge richtig hart. Digga, ich kann halt.
fuck? Du hackst. Ein widerlicher Hacker, Alter. Ich hasse dich. Guck! Du bist ein richtiger Wichser, du hackst. Digga, was ist das? Ich will... Oh, meine Nase. Ah, meine Nase. Oh, fuck. Oh, meine scheiß Nase. Ich bin aus Versehen gerade, glaube ich. Machst du noch was? Ja. Ja, du hackst. Es gibt keinen anderen Grund. Ja, unten. Ja. Mich wirst du niemals finden. Ja. Da ist jetzt gerade reingeschissen. Was ist das denn jetzt? Dann bist du dumm. Wie? Oh mein Gott. Ne, fick dich. Ne, ich hab keinen Bock mehr auf dich. Ja, fick dich. Fick dich. Was für Karma? Du hast nicht mal gesagt, wir dürfen nicht mit fucking... Ach, leck mich einfach am Arsch. Du bist ein Wichser. Du hast gesagt... Du hast nichts davon gesagt! Oh... Schön sagt nein. Schön sagt nein. Was? Okay, ja Mann. $95. Ja, ich habe seit einem Monat erst angefangen.
Hi. Siehst du das? Siehst du das? Warte, nicht schießen. Siehst du das? Ich bin hier runtergefallen. Warte, stopp, hör auf. Hör mal auf. Ich komme nicht raus. Was soll ich hier nicht rauskomme? Ich komme nicht raus. Ich komm raus. Warte, nicht schießen, nicht schießen. Alter. Nicht schießen, bitte. Nicht gut schießen. Nicht schießen! Digga! Ich hab keinen Bock mehr, ne. Ne. Wie viel HP hattest du noch? Oh Mann, das war ein 140er Hit. Der ganze Stream macht einen Orgasmus-Emoji. Hä? Bro. Ich hab eine Diegel, wirklich die schlechteste Waffe im scheiß Game. Dreimal darfst du raten, wo ich bin. Hä? Ich war gar nicht in der Zone. Hä? Ich bin gespawnt und bin gestorben. What the fuck? Hä? Wie kriegst du die ganze Zeit Kills? Du hast nur einen Glitch gerade gemacht. Das ist nicht wirklich was okay. Ja, aber kein Scheiß. Nein. Guck, du hackst. Nur Ghostmarker-Hitzer. Was spricht jetzt über den Ghostmarker-Hitzer? Ein Cheater? Fick dich. Okay. Okay. Ja. Definitiv. 100% auf Controller. 100%. Definitiv auf Controller. Nein, ich bin no joke auf Controller. Warte, ich darf mich dir kurz zeigen, wie gut ich bauen kann auf Controller. So, ich spawn jetzt. Echt doch. Das hört sich gerade so komisch an, das zu spielen. Hab ich nicht, es ist immer alles da oben. So, ich spiele wieder auf Keybord. Hacker. What the fuck? Ich hab keinen Bock mehr. Soll ich gegen deinen Hackerfreund spielen?
Halt die Fresse, ich hab nachher mit Keyboard. Ich hab mit Worten, dann bin ich aber hier auf Keyboard. Wieso nimmst du immer mein Wasser? Das ist meins, das lag hier. Das hab ich gerade eben genommen und dahin gepackt. Das lag hier seit Nein, Tagen. lag's nicht, das ist doch kalt. Oh, Alter. Ich will... Nein. Ich guck mir Stream an. Fuck. Dann Scheiße. Very close. You look at the mini map, the blue and white cross over the circles. Once that happens, you know players are going to start boxing up and peeking back for sure. Back-to-back shots, back-to-back eliminations. No, he only got one of them. Daryl got the other one. That first. could end up being huge. Like we said, every single one of these interactions mattering, but Blackso trying to push the Lee stream. every elim anyway. Will he be able to find any? Lee stream! Lee stream! What the fuck? Lee stream! Fragged his way into the top 5. 57 points. Blackso! More. He needs to keep pushing. Ja, ich weiß, aber trotzdem. LOL, der hat den gerade gefickt. Der hat den gerade mega gefickt. Screeky, Masato, and Blackso will be closing out the European region. Blackso right now extending the timeout on the Shadow Bomb. He's in your bottom right. He drops down. Nate gets taken out by Masato. Frenzy begins to work. Top down. Takes 55 fall damage. Blackso pushes in. Him and Masato in the same box. Masato disengages around the side. Blackso desperately trying to find the shot. Needs everything he can. Top 4. Screeky. Oh! Squeaksy! Frenzy continues working from the top down, but Blackso needs the space. Ja, das ist richtig fit. Left on Frenzy. Masato hat wieder voll HP. 57 for Blackso. This is his chance. Can he get Lestream to the World Cup final? He's looking for it. He finds Oh! Oh! 89 Geld! Frenzy picks up the Letzter Elim. Typ! Finds the 30 right after. Needs the Elim and the Victory Royale. 461, but can it be enough? And can he close it out? He's looking for the shots. 49 shield, 85 health, no build. Oh! Oh mein Gott, Blackso! 61 for Lestream. Digga, Blackso! But will Holy shit, Blackso! Guck dir das Twitch Festival an! We will Das ist heute find passiert. out. Ja, das ist Folks, heute. 5 gerade weeks of passiert, also solo jetzt. Ja, competition heute. have led to this moment in Europe. Das ist die The Finale. queues are done, and now it is time to find Digga, out das who hat gerade exactly richtig, has der hat made sich gerade it richtig on gefickt. through the Loot Crate. Fortnite World Cup Finals. Who will take up those final spots from the European region? I think it's time to take a look. Here we go. Ist Ninja da? Ladies and gentlemen, Ninja ist nicht da! Congratulations to Andretta, who throughout the entire Ninja, du bist so day scheiße! was in that top Vielleicht hätten spot. wir dieses Jahr nicht mitgemacht. Crew, Mongrel! Ja, Mann, Mongrel ist da! Mongrel. Blackso hat made gerade it noch on geschafft in mit dem with 8. Platz. what everyone was wondering if he was going to do it. Yep. His Blackso eyes brauchte were diesen taking Kills, focus der in the brauchte end. diese Kills noch. Emku, Teak, and who did we just see in that last game? Yeah, man, Blacksu, he makes it in for Lestream. That's huge on the schlecht. French-speaking community because we saw Foolery already go through, and Lestream kept getting edged das out war's every jetzt, week, das war but das Finale. now it's Blacksu's time to shine. Really quick though, Andretta. Nein, so you das talked ist hier about he's 1000 been Dollar, on nicht 10 fire Millionen. Die all haben gerade day qualifiziert, die long. Finale He sind actually ja kinda jetzt. pulled stats on his previous week qualifiers. Week for the previous Das league, ist jetzt Finale. 291th place, Die haben jetzt nicht alle 127, qualifiziert für Finale. 610. And Heute now, ist das Finale und deswegen gucke ich das ja gerade. all day long. Went from like 50 viewers on Twitch to like 20,000. Send Andretta some love. All his hard work has truly paid off. These are the 8 Digga, Mongrel hat das so verdient, der hat so gegrindet, um das zu schaffen, ne? It's time to punch there. Mongrel ist der Take Beste, it. ich bin für Mongrel. I'll start over here. Start over there. Boop. Ooh. There you go. Andretta made it. Crew made it. Let's hit the middle one. Skite made it. Skite! Light. Light hat's auch. Mongrel! Again, brother. In the middle. Mku, and finally, Teak, and wait, There you go. Laksu as well. There The you go. 8 players. Das sind alle, die from sich Europe, qualifiziert Old haben. Dolphin and, Uh. season, as we saw Ninja earlier, hat, glaube ich, nicht making it mitgemacht. on. Ninja wurde erste Runde Incredible raus. stuff. Europe was an Von insane Mongrel wurde er gekillt, ne? day. Just Warte, wird nicht Ninja von Mongrel gekillt? high-level lobbies, tons Und of dafür- people dann war er aus dem all the Match way to raus. the fifth zone.
But here's the beauty of it, folks. We've got more action to bring you. We're going to go to a quick 5-minute break. We come back. Ja, Mongrel hat sich das auch verdient. Before we kick off the NA East action. Leider hat es sich richtig verdient. Zeke, this is it. This is the last chance, all right? People need to know about this block party, all right? This is your last opportunity to get them involved, to get them hyped. Zeke, everyone's gonna be there, all right? DJ Zeke's gonna be there. DJ Sundown's gonna be there. Everyone's gonna be there, all right? The people are waiting. All right. You know what, man? I'm DJ Zeke. I don't need no card. But what you need to do is buy your tickets to the block party. Keine Ahnung, what the fuck? Showdown. Listen, all right. Team Evolve built Creative Showdown. Map. Spoiler alert, it's dope. Day 2, Celebrity Pro-Am. 50 pro gamers, 50 celebrities, all battling out for a $3 million charity prize pool. What more do you want? What more do you need? Fortnite fam, you need. Oh, verpiss dich, Digga! Verpiss dich im Hintergrund! Lauf, verpiss dich, Lad! Was macht der? Verpiss dich! Hey, Geh weg! Fam, Sundown here, and today we're going to talk a little bit about the flintlock pistol and its impact on competitive play. The flintlock pistol is a great addition. Bloodtail! Sometimes it'll just change the course of the fight. The things you can do is insane. Aiden is scheiße. It shoots pretty Ja, far. Aiden ist You can geil. almost use it as an AR at the beginning game just to get one shot. It'll hit for like Nein, 80 Aiden, nicht Ghost It's looking Aiden. really good for Horrify, but the Flintlock is going to get the high ground. Nikiva. Oh! The Was ein flintlock Play! is a common and uncommon weapon that uses heavy ammunition. It does 86 or 90 damage depending on rarity, and it has a 2 headshot multiplier. This means that outside of a sniper rifle, it has the highest single shot damage potential in the game. Das war's. Has pretty decent damage fall off, and also takes 3 seconds to reload. Ich brauche 3 Sekunden nachzuladen, sagt er. Der erklärt, was das also Flintlock ist. has a mobility component to it. When fired, it will impulse the shooter backwards, and if the bullet strikes a target, it will impulse the target away from the shooter. Lass es. Ich finde es, Ach, du bist Check-Audio. We've seen a decent amount of use out of the flintlock during the Fortnite World Cup online open qualifiers. So let's hear from some of the qualified players to get their opinion on its addition to the game. If I'm low on HP and I have to choose one, No word! It will be this one. You can actually like kill someone Der ist geil. from 200 HP. Der hat die besten Snipes. Any shots. Außer Dakotas, der ist auch gut. And it's also really good for competitive play, 'cause if you're high ground or if you want to get away from the situation, the flintlock, when you use it, it knocks you some distance so you can get away. Digga, der hat or so ein you can get scheiß high ground Setup, ne? or so, and I think it just adds a lot of like different. Das ist sogar mein things Setup to besser. it. I think it's good. I personally really like the flintlock. Verpiss I dich, think Item. it's a really good weapon. Verpiss I think dich. it's a really potent weapon in the right Ich hasse hand. den You need to Typen. know how to use it. You need to base your whole game around it if you want to use it right. It's just the kind of weapon we need more. I definitely think Aiden! one of the better things that have been added skill-wise. Ghost Aiden, Baby! Das ist der beste Konsolenspieler. I really like the competitive. Controllerspieler, aber, Definitely Thanks for Doch, watching. der allerbeste auf Erden. You saw Ich how finde, the das ist der flintlock beste. can be utilized in the right hands. What is the best flintlock play you've done or seen? Share it with us using the hashtag Fortnite World Cup, and we'll be seeing you guys on the battle bus, or maybe flintlocking through the air. DRL Lupo. Die sagen nichts mehr. Ah! Digga, da hab ich gerade so was erschrocken, ne? Ja. Let's go. Nein! Ich hab ihn besiegt! He won, bitch. He won, come on, let's go. Let's go, bitch. Ich hatte Papier, der Ich hatte Schere genommen. Ich habe Papier genommen. Warum hören wir nicht, was ihr sagt? Weil er kein Mikro anhat, du Fickkind. Und weil es 20 Sekunden sind bis Finale. Naja, Replay, aber. Hier kann man das so. Look at this. So sieht das halt so aus, ne?
Ey, wie sieht der Arsch bei dir aus, Laden? Hui. Oh! Oh! Ich bin abgeschossen! Oh! I got 2 more for you. Ladies and gentlemen, welcome back to the Fortnite World Cup. Jetzt sind die Mikros angeschlossen. So if you're trying to make your way to New York City to punch that ticket, now's the time to do it. Miss out, that'll be that. Nee! Next we have Asia and Oceania replays. Those regions have already played out, but before we get to that, I asked a question when I was with Sundown casting the end of Europe, and that was where your favorite... Ja, sag mal, dass ich was schon. Lucky enough, because of the magic of Twitter and the production team who is always top-notch. A little social, I want to see what everybody said. Ich mach mein Headset aus und mach mich stumm, ne? I just want to put this out there immediately. My boy Till Truth agreeing. Viking Village up top, one of the best in the game. Disco, Frosty Dusty, Jung Junction when running solos. Unless it's a hotspot, dropping factories by Flush. Racetrack, Lazy Lagoon or the Block. The Block, honestly, we're seeing that more and more. A lot of players are picking that up. Mega Mall. Surprising to me, one of the biggest landing zones on the map right now. We've seen it time and time again being constantly swamped with players. Paradise Palms, Salty Springs again. Pressure Plant, and I believe that is the very southeast corner of the map. Some players call it Westworld. There's all sorts of names for these locations where they don't have a POI name on them. It's kind of interesting to see how creative people can get. So I appreciate that. Thank you very much. I'm always curious where people are dropping. As hard as I can to avoid any of those spots. Thanks for telling me where to not go. But I do want to see where Asia and Oceania go. And in order to do that, in order to look at those replays and get a play-by-play of everything happening, I need some players to give me some insight. And those players, in this case, would be Monster D-Face and Zeke. Thank you, Dr. Lupo. Back Monster, at it again, Zeke. Are you ready? Ready to rock it. I believe you are ready. That's why you gave me the fist bump and not Courage JD. Fortnite fam, we hope you guys are ready because it is finals day. We're hopping into some replays from Oceania that happened this morning. We want to get these guys up to speed, have them, share their moment because them qualifying was a big deal. Yeah, absolutely. So let's get ready to hop into these games together. Is there anything you're excited about? You looking forward to, Monster? I mean, I'm looking forward to just watching all these games unfold. I follow like every competitive player on social media, so to wake up to my peers, kind of happy that they pushed through, or unfortunately, sometimes, you get the other tail end of that, see their errors where things kind of didn't fall in line for them. Because at the end of the day, no performance is perfect. And when you kind of go back and really look at it, a lot of times you spot your own errors. So it's kind of crazy how much Fortnite has developed and evolved and how much more room for perfection there is in this game. For sure, man. I mean, we can always be getting better, not only in Fortnite, but as humans. And of course, at our ability to eat chicken parmesan, because I will never be able to eat it as incredibly as Courage JD can. 44 players currently. Graciously. Yeah, he's voracious with the food. 44 players here in Storm Circle 5. We see this all the time, right, Monster? That was a great pickup of Magsy there in midair. But we see this all the time. Finals day is very different than Saturday's qualification rounds, right? Saturday's semifinals are typically very elimination heavy. Finals, they know what's at stake. They know they have to play conservative, play for points, play for placements, and that's what we're seeing now. Yeah, it definitely goes without saying that these last days when everything's on the line, there's just so much more pressure on you to perform that you are going to be more hesitant. Not only that, you have to respect people that are able to make it through to the top 0.01% Sunday for qualification, because at the end of the day, look at how many players don't make it to Sunday. Like, literally, it's not easy to crack out 30, 50 points, 60 points if you're on EU at times, just to make it through. Like, the competition is that stiff. So there's a lot right down the line. If you make it through to Sunday, you got to give yourself a pat in the back, regardless of how you do it, because it's no easy feat. And if someone makes it look easy, just understand that guy is miles ahead of the competition. Yeah, for sure. And I think even if you don't qualify, right, there's always going to be events going forward in the future. There's always another opportunity. Just because you didn't make it, it does not mean that it's the end of your Fortnite journey or your Fortnite career, right? I mean, just like everything in life, it takes a lot of preparation, consistency, but more importantly, one of the factors people don't take for granted is it's the luck factor. You also still need things to click, even in life, and things are clicking right here. Scopes Rebel goes down, nice little shot from Rona season. What we saw did pull through. Yeah, that's right. Rona, aka Sawsman,
taking that #1 spot over in OCE. He's already on 4 eliminations, so this is probably his maybe second game, right? Because he has 10 points here, and we're not even top 5, has the 4 eliminations, and he's hard. So his game before must have just been his initial game for 6 points total. And now we're hopping in. How are things going to unfold for him? He just hit top 25, so first round of placement points coming out. Don't forget, guys, 15-5 Victorial. Those are every single threshold, and every elim is a point. So already at 7, I don't know how to do math, just from elims and placement. Yeah, and if you're new to competitive Fortnite, this is what it looks like at the highest levels of competition when there is money and prize on the line. Not only that, the respect of your peers. People are insane at this game. You might not see glider redeploy every day in your day-to-day games, but here in the upper levels of competition, they use these kind of items to maximum efficiency, to save materials. So top-tier competitive Fortnite is a very interesting thing to watch and kind of digest. And just kind of from sticking around and studying these guys' play, you can level up your own game. Especially like the minor differences between different people's play, right? Like, you as a player, you might say, I love glider redeploy, and that is my go-to item. For me, I might say, look, I value the shadow bombs more because it just lends itself to my playstyle and the things I'm looking to do. You know, and especially as Fortnite continues to evolve, new patches come out, new weapons, items, utility, all that. Like, it's just an ever-changing game. To see these guys adapt and just everything in their hands is lethal. It's like, gray AR, it doesn't matter. I'm just going to find 10 elims. Gray tag, yeah, exactly. They make it look so good. Now take a look at Rona, who somehow manages to find some high ground off that shadow bomb. Doing a really good job at climbing up here. Makes the one step ahead Rona, of schon mal deine Lage. Space there. Kind of steps out before his counterplay can even happen. Ich weiß, der fickt richtig. He has a setup shot Über den ist Alfie. Who's at the ultimate top? Alfie droppt! Ach nee, da nicht. Über den ist auch noch Bray. See there, it's brave. I will not lose. Guck mal, wie hoch die bauen. Sind die dumm? Alfie says, you know what, I want no part of that. He is coming down into Rona. Let's see what Rona's gonna do with these final moments here. He steps into another. Such a tight crosshair to hit these shots. You gotta respect here. And the consistency. No way! This is this is what separates Sosman from the rest, right? Halt There's echt. so much confidence behind his play, and this is what I love talking about, because that's what resonates with me, is how confident you are in the moment of things happening, right? Just look at this, not building, he has built, so it's not much, but he doesn't need to build, he knows what's going on, he's dictating the tempo of this game, right? Das war's. Right now, Sosman Ich glaube, is Roller on that gewinnt. lowest level, Bray is up above. And now, I mean, Sosman's got 10 elims, alright? This is huge. He's gonna try. Komm schon, Brona. Bray does have more materials, 35-2, but now they're saying, you know, let's go toe-to-toe. Can Sosman line up the shot? He actually drops down below Monster. This engagement didn't even pan out. Is he gonna be able to get him? Is he gonna be able to break these builds and bring him down Storm? You saw Rona Season was just trying to stick it all the way through. And Rona Season is Sosman, guys, so you guys just tuned in. So these final moments are everything. He's looking to get this low ground. Rona! He's got the Storm in his favor. He's still tracking. Ja! Hat den runtergeschossen! Goes to Rona. And that's Rona about dictating the tempo, right? Okay, das war's. Jetzt zocken wir. Ui. Ach du Scheiße. Der hat ihm die Ehre genommen. Ja, ne? Die hat ihm die Ehre genommen. Der hat ihm die Ehre genommen. Hast du es gerade gesehen? Digga, runtergeschossen mit R140er Hit. Easy Clap. Oh, Digga. Oh mein Gott. Du bist so abgeschossen, so. Mann! Gehst auf Fortnite oder so. Leute, danke fürs Zuschauen. Ich lösche jetzt Fortnite. Tschö. Spaß, Mann. Es ist so, dich, Mann, güsch.
ist das scheiße. Ehre. Welchen Keybord? Der hat keinen mehr. So wie der raged. Der ist locker richtig hart ausgerastet. Das ist Lobby. Ja, weil da nicht so ein Hotjob ist. Die werden wahrscheinlich alle entweder Junction, Happy oder Neo gehen. Oh, Bruder, jetzt kommt's. Ich bin jetzt der innere Rona und zerfickt die alle. Ne, Digga. Ich bin eher so ein, wie heißt er? Ninja. Also, jetzt der jetzige Ninja ist der Scheiße, also. Naja. Hat man ja gesehen, dass er in der Vorrunde raus ist, ne? Das tut schon weh. Ja, gutes Aim kann aber nicht nur das sein, ne? Der muss auch noch ein bisschen üben. Der muss sich mal wieder ein bisschen konzentrieren, weil der ist jetzt ein bisschen lockerer geworden. Das mag ich nicht. Ninja ist mein Idol. Ich will, dass er gewinnt. Das ist der Tag. Wo ist bei mir? Wo ist nochmal? Hier ist bei mir. Bei mir? Komm hier hin! Nein, es ist einer und den. Ich habe Angst. Du weißt was, ich habe Schild. Fuck auf den Wichser. Nein. Weil das so ist. Ja. Du Hurensohn, das war meine. Nicht durch die Tür gegangen, aber gut. Ich bin aber nicht durch die Tür gegangen, aber gut. Ich habe eine Shotgun. Ich habe 2 Shotgun. Wieso habe ich 2 Shotgun? Das war meine AR, du Hund. Nee, schaffe ich nicht. Der ist richtig gut. Lass mich ihn holen. Der gute Sachen? Ne. Brauchst du ein Medkit? Ich hab ein Medikit. Okay, gut. Brauchst du noch Minis oder sowas? Nimm einfach die 3. Ich habe sowieso nichts Gutes. Ich habe ihm 70 Schaden gegeben. Ich brauche eine bessere Pump. Nein, der soll er auch nicht, soll man auch nicht. Das ist extra so gemacht. Ja, ich geb dir die. Du willst Metz haben, gell? Das ist jetzt nicht mal ein Scherz gewesen, aber gut.
brauchen das gerade nicht. Hebt das erstmal auf. Ah, Sniper. Aber es ist scheiß Repetier. Ja, ne? Der eine konnte vielleicht bauen, aber Aim am Arsch. Nein, Digga, LAN. Gib mir die Chest. Da bin ich in der Chest. So ein Trash. Da ist sowieso Scheiße drin. Ja. Granatenwerfer. Ja, ich sag gleich. Noch eine bessere Eier oder eine bessere Shotgun. Lass sie on. Heavy. Ja. Grüne Tech. Ja, ich will auch eine haben. Ich will ja auch besser werden. Die erste kannst du haben. Das dahin. Ja. Ich nehme nämlich lieber die blaue, weil ich bin sowieso nicht so gut. Aber nach diesem Battle gucke ich erst dieses Stream an. Nein, den Fortnite Stream. Eigentlich nie. Ich habe 170 jetzt gerade. Nee. Wenn ich so gut wäre, dann ist nur eine wie Alice. Ist es Luft? Ja, nimm. Hier ist noch ein Schiff dran für dich. Ich stacke Medkit. Oh, es hat sich gelohnt, das nicht zu nehmen. Blauer AK. Ich habe eine blaue AK. Klar. Ja, Medkits, jetzt habe ich 3. Ja, ich laufe gerade. Warum auch immer, kriege ich entweder immer Streamer-Loot oder richtiges Scheiß-Loot. Goldene Vending Machine, goldene Automat. Boombogen, Boombogen. Lauf Boombogen. Willst du Boombogen haben? Sehr gut. Infanteriegewehr. Klar, nimm du das Haus. Ja, hallo. Noch eine Maschine. Noch ein Automat. Mal nicht, sorry. Nein, die Scheiße, die ist sowieso nur Dreck. Ich nehme Launchpad. Da war eine Sniper drin. Aber das war eine... Hier, Combat. Ja, deswegen habe ich ja für dich gesagt. Ja, gut. 11. Man kann nur bis 6 decken.
fuck. Ich finde keine andere Shotgun davon. Nein, kann nichts mehr nehmen. Ich baue schon mal hoch. Ich platziere Launchpad. Doch, es ist. Ja, ich will mit Launchpad. Nee, ich kann wirklich nicht. Nee, Digga. Ich brauche MP. Man braucht immer eine. 6 Minis, bist du dumm? Nächste aber wahrscheinlich Ammo. Ich habe einen Launchpad platziert, also du kannst ja auch noch hinkommen. Wirklich? Bist du tot? Du wurdest nicht runtergeschossen. Du bist nicht tot, du darfst fliegen. Lass Highground nehmen. Ich kann nicht genau 7 Holz droppen. Schwitzer Battle. Ich baue mich noch immer hoch. Ich kann noch nicht bauen. Naja, kaum. Knock. Knock, down. Ja, down. Down, beide. Ich habe beide gekillt. Ja. Jo. Nimm die Sniper, nimm was du willst. Was du brauchst. Schieß es mal weg, schieß das weg, schieß das weg. Äh, 6 Minis kann ich nicht nehmen. Ich habe alles voll. Ich habe aber. Warte kurz. Warte, ich schieße halt die Raketen hier weg. Wo sind die Minis? Okay, ich hab sie. Hier jumpt auf dir. Hast du an? Wo ist er? Warum? Hä? Ich kann nicht. Die sind überall. Ich kann nichts machen. Die waren beide bei mir. Ich hätte nicht resen können. Die waren beide bei mir. Ich konnte nichts machen. Ich konnte nichts machen, Junge. Die waren beide bei mir. Selbst wenn ich es geschafft hätte, dich zu resen, wären wir direkt danach gestorben. Ich will nicht auf Controller spielen. Ich will auf PC umschalten. Weil ich das möchte. Und jetzt suche ich.
Yeah, in this game somehow. System. I don't know, some alternate universe, and I'm good at the game. And I'm fighting off against someone like Moffin here, who qualified as that #1 player going into finals. I cannot stop and sit here and go, that's Moffin. I know what he's capable of. Yeah, I can't make a mistake. I just have to go. It doesn't matter who that is. I just have to play my game. I have to play the very best I can. And at the end of the day, that's all I can ask for, right? Like, the moment you stop and think, that's Tfue, I think, that it's already too late. You've already made the error, right? Like, you can't stop and some people can't. They're like, okay, I know that's Tfue. I know he's going to try and probably do this based on what I've seen and the information I have. But if you're just sitting there and thinking like, oh man, that's Tfue, I don't know if I can fight him, like, no, you can fight him. You've made it to finals for a reason. Take the fight if you think you can. Yeah, right? It's also gonna get crazy too, because for Fortnite World Cup, if you guys don't know already, we're going through full games. The early game story, the contestant, the points of interest, who likes to land more, where the match is gonna be, right? Games are gonna change, and the game is gonna be played in a way that we have not seen yet. And that's what excites me the most, is that we're gonna see 100 of the world's best under one hub, the Fortnite World Cup. Oh man, I can't wait. I can't wait. And to see all the Fortnite fam there as well, kind of cheering on the people they support, it's going to be... Are you ready to feel the crowd's energy? I'm going to cry. Rip through your body? I'm going to cry. It's literally going to, you're going to feel the vibration of the entire stadium. Just a rock and incredible place happening. Oh man. Dude, chills, dude, chills. Oh yeah, we just switched off the guys into the Fortnite fam. We had a little moment there. We hope you had that moment. Hashtag Fortnite World Cup. Are you ready? Are you hyped for the Fortnite World Cup finals in New York City? Alter Ego here finds an elimination. Crack that there. Now this is his first feeling. He's probably hoping for more, right? At this point, he wants as many points as possible. He's going to look to probably play a little bit more aggressive, right? But look at everyone else. Moffin, the #1 player who came through for Asia, is in this lobby, and he's dominating the high ground. 12 eliminations, by the way. He has just been shutting it down while we've been chatting up the storm here. Moffin going for the high ground. He's holding it. Nice little side jump right there. No errors coming out of him. And look at how he uses the boom bow to crack open all the builds. Nice little 82 right there. Here comes the pressure. Can he get the follow-up? He's looking for it. Nice little side jump, and that's another one. This player is in pickaxe territory. Bye-bye jackpot. And Moff could not even get the loot off that. Couldn't get the spoils. Another boom bow crack open right there. And when a fresh build comes out, if you do not hesitate, you send a boom bow right away, you break it all open. So that's how he's able to just like catch these players off guard, because those roof panels are just, that's it, exploding right up. Yeah. Down to the low ground, CXV gets one elim there, and it's Macy and Mev who's going toe-to-toe. Mob still just has the dominant position. Yeah, I mean, look, so he's going to drop down. He's got the single build, so he had to take a little bit of fall damage to rejoin everyone from the stratosphere. Macy's down below, and look at this. Immediately, boom, he says, I know you heard me take this fall damage. You don't know how much it was. They go for the challenge, and Moffin was prepared. He knew. Again, it's just about dictating the game, right? He's like, I want you to challenge me. You know that I'm hurt, how hurt I am. You do not know. And just like that, dictating the game yet again cleans up that victory out. 15 eliminations. Points is that? It's that 25-point game. That's literally doubling his score out of nowhere. If you were in the top 10 and you had that come up, that's it. That's crazy. That's crazy. Now, guys, you know, we've had an awesome time, but for now, we're going to hit pause. Let's send it back into studio with Dr. Lupo, because I believe the doctor is in. What a terrible, repetitive joke, Zeke, but I appreciate the effort. I'm just kidding. Thanks, Zeke. Appreciate that. Crazy games from Asia and Oceania. You love to see kind of the meta changes and how different regions present themselves and the way that they adjust their gameplay relative to everybody else. But Europe today, and as we've seen multiple times in the past, Europe has done an excellent job of putting on a show like I think few people could even possibly imagine. And to talk about that and an interesting turn of events for who ended up at the top, joining me right now is Sundown. What do you think so far about Europe? Thank you so much, Lupo. Indeed, it was crazy. So just a couple of quick facts I want to write down. 15 points separated 100th place and 8th place. That means a 5-point victory route was the difference of going to New York City and being in the 100th spot. That is absurd for how close it was. Blackso, in that final game we watched, pushed him up to 61 points. He was tied
at 61. But because he had the victory royale and got the average elim at the end, it pushed him into the last spot. We talk about how every single interaction ends up mattering. And then, unfortunately, on the outside, looking in, Airwalks, the last play we saw, if he had had one more build, he could have made it up the elevation and kept the storm. Instead, lost it, lost the victory royale, and lost his spot in New York City. Mitro also on the outside looking in, 2 top 15 finishes, but not being enough. That lets you know how crazy it is. However, the player who took the top spot was Cypher's Andretta with a crazy run, and we're going to be joined by him right now. Andretta, man, how are you feeling? I'm feeling very good. I mean, I would hope so. So we saw you yesterday put on an incredible show, and week after week, your placings have gone up. What was the difference between this weekend and all of the other weekends? Were you just feeling it? Did you eat your Wheaties for breakfast? What's going on? The thing is, the other weeks I wasn't that confident, but this week I decided to try and talk with someone while playing. So that kind of helped. Getting to like talk to people, getting them to calm me down and stuff. And I got good RNG. Very good. Nice, yeah, being able to get all of that and put it together. So you got off to an incredible run, winning 2 of your first 4 games. How were you able to get those victories? Did you just dominate them out? You had a solid amount of elims. What were those wins like? I was using the bowler to get the end game. And then I usually found out like when I needed to drop out and stuff to go for the eliminations. And I usually had my bowler until end game. So the thing is, you should try and keep your bowler until end game, because it's really strong. You can go out of your bowler, get a lot of kills, and win the game. Also, you can use the bowler to get height most of the times. Yeah, so I did that sometimes. And we saw you execute on that a number of times, which is kind of something we were talking about, pushing the gameplay and actually turning the baller into something that was aggressive. Now, kind of about midway through, you looked at the leaderboard, saw you were in such a lead, and knew you'd be able to close it out. But my question is, when it was all said and done, and you saw you were there, you're in the #1 spot, what did you do? Did you run around your house? Did you go tell your parents? Were you celebrating on Discord? What was that moment like? I was celebrating so much. I actually got hosted by Symphony. My stream was going crazy. I was actually, while I was playing, like my 5th game, I started crying because I almost knew I was qualified. So that was probably one of the best moments in my life ever. I don't know what to say. It's got to be exhilarating, honestly, to know that, especially in Europe, which we've talked about as one of the most difficult regions to qualify in. Even with 8 positions, there's so much pressure there. But I got to ask a kind of a random question. I keep seeing the lighting change on your face. What are you watching right now? I'm actually watching the Fortnite stream. All right, you see yourself. There's layers here. There's layers. It's very Inception level. Well, thank you so much, Andretta, for joining us. Before we let you go, though, if you could do me a favor, please shout out your own channels, shout out your duo's channels, anybody you want to. Okay. So my Twitch is Andretta. My Twitter is Cypher Andretta. My YouTube is Andretta. And I want to shout out Shokoladen, and all the people in that Discord. And I want to shout out my stream. Thank you so much for the support. Awesome, man. Thank you so much. Again, incredible performance both yesterday and today. Congratulations. $10,000, a spot in New York City, and as Golden Boy would say, we'll have to get a slice of pizza. We'll be seeing you later, man. Thank you so much. Absolutely incredible. It's crazy to think just the age ranges too. You know, the kids that are so young, all the way up to, I believe the oldest qualified right now is 24 right now. Yep. Consider how much they're playing for too. I don't blame him honestly for getting emotional in the middle of even halfway through his games. It's insane. It's just nuts to me where he's like, oh, I didn't have the level of confidence. And then right after, it's like, yeah, about like halfway through my games, I started crying because I knew I'd done it. And it's like, that's the level of confidence you need to be bringing on the final day. Just huge shout out to Andretta. Go follow him on Twitter, follow him on Twitch, give him all the plugs, because I promise you'll be seeing more of this prodigy. Topping Europe is an incredible accomplishment, but
we have more games and more regions to be getting into. We saw Oceania and Asia just now. We're going to hop on in to Brazil for a brief little bit. So back on over to the cast as we go. Thank you guys so much. Man, you know, I feel like we've just nerded out about Fortnite, but now seeing Andretta be there and just like talk about things, it makes me want to nerd out more. Dude, it gives me the feels, man. These young champions coming up and coming out, and it's crazy. Like you said. So Leute, ich bin jetzt wieder da. Let's go. Oh, scheiße. Wirklich mal. Fili. Ja, hi. Ja, ich zock gerade das Arcade-Modus davon. Oh nein, noch ein scheiß Boss. Hör mal auf! Macht mal Bock, dieses ganze Zeit zu spielen. Ja, Mann! 27.000 Punkte. What the fuck? 27.000 Punkte. 22.000 Punkte. Ne, meint alles gut. Shit, 23.000 Punkte. Oh.
Noch einen Boss. Wir können euch gerne weiterspielen. Da muss man weggehen. Das sind keine Bälle, das sind Ananas. Ich kill gerade einen Boss. Ich habe 25.900 Punkte. Ja, indem du die ganze Zeit triffst. Ja, du musst ihn killen, du musst ihn treffen. Also ich muss an meine linke Mausknopf klicken. $32.000 Punkte und 200. Du spawnst die ganze Zeit wieder. Ja, du kommst die ganze Zeit, das passiert trotzdem immer noch. Nein, ich konnte nicht schießen. Boss. Ich habe einen Boss wieder. 35.000 Punkte, Baby. Komm her, du Scheißburger. Eine Pizza, ich will dich töten. Nein! Das macht Verbock, ich grind die Scheiße. Let's go! 40.000 Punkte, aber gut. Ich habe 40.000. 40.600. Ich habe gleich 50.000. 41.000 meine ich. 41.000. Bim, bam. Boom. Bam. Ba. Badababum. Pow. Magst du Pili? Ja, Pili hat 1.092.000 Punkte. Keine Ahnung, ich habe 42.000 Punkte. Soll man dafür irgendeinen Reward oder sowas, wenn man die Highscores bietet? Das wäre richtig schön, als du jetzt einen Skin bekommst dafür. Oh. Yeah, let's go. 5.000 Punkte, 52.700. Und 50.000. Das macht einfach so viel Bock, ne? Die haben alle 92.000 Punkte. Bruder. Nein! Ah!
Diese scheiß Wichser. Mann! Ich habe 51.500 Punkte. Ja, Mann! 61. Ja, jetzt habe ich immer noch 56.000 Punkte. 57.000. Fick dich! Scheiß Wichser. Scheiß verfickten Gabaga. What the fuck? Ich hab 58.000 Punkte. Scheiß Player One, what the fuck? Ah, ich treffe wieder einen scheiß Boss. 59.000 Punkte. Ich habe gleich 60.000 Punkte. Oder mehr als 60.000 Punkte. Jetzt mache ich ein paar Runden Fortnite, weil ich möchte mich echt verbessern. Stirbt dieser Scheißboss auf irgendwann mal? Stirbt dieser scheiß Hamburger? Ja, Mann. Boop, boop. Man hört im Hintergrund einfach die ganze Zeit das Kommentieren, ne? Ja, der braucht richtig viele Hits. Ich hab 66.000, ich hab gleich 67.000. Man kriegt die ganze Zeit 5.000 Punkte dafür, ne? Wenn man den Boss killt. Ja, jetzt kommt bei mir noch ein Scheiß-Boss. Da will ich noch verpissen, diese Scheiß-Bosse, Alter. Ich glaube, jede 5.000 Punkte oder so, oder jede 10.000 Punkte kommt ein Scheiß-Boss. Ja. Ich habe 74.000. Warte, ich muss ja erstmal 90.000 schaffen. Ja, mach das. Ich schaff das bis 94.800. Jetzt kommt man kriegt man dafür all die Battle Pass Stufen. Jetzt kriegt man dafür all die Battle Pass Stufen. Das wär's. Für dieses Minigame. Ausmachen. Was ist los? Was ist wohl los? Danke fürs Zuschauen. Tschüss.